das Problem heute ist nicht mehr ein Informationsdefizit. Das Problem heute ist die Informationsflut, die wir haben. Wir haben auf unglaublich viel Zugriff. Ähm, Das Problem ist aus meiner Sicht sogar viel größer als das, wenn man Informationsdefizit hat. Da kann man sagen, nee, mehr Informationen habe ich nicht, aber das ist teilweise leichter. Eine gute Nachricht habe ich aber für euch von Anfang an. Alle sind damit einverstanden, den Anspruch der Vollständigkeit aufzugeben. Ich lese sehr oft, dass es sich um sogenannte Comprehensive Literature Reviews handelt. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ähm, Ich habe nicht den Anspruch an meine Literature Reviews, dass sie comprehensive sind, wie auch immer definiert. Also seid sehr vorsichtig damit. Was wichtig ist, versucht darauf zu achten, dass ihr nicht die wesentlichen Paper übersehen habt. Und ich habe euch ein paar Hinweise hier mal aufgeschrieben, wie ihr vorgehen könnt, um sicherzustellen, dass ihr keine wichtigen Paper übersehen habt. Aus meiner Sicht mit die wichtigsten Punkte andere Reviews und fragt Leute, die sich schon seit langem damit auskennen. Plus ein paar andere. Zweiter Punkt. Ich finde, dass zum Glück oder leider, je nachdem, wie man das sieht, die Grafiken bei PhD-Comics oftmals sehr, sehr rar sind. Und was man oft findet, ist, dass Reference Counting gemacht wird. Das ist hier natürlich auf die Spitze getrieben. Also sozusagen Paper, die man sozusagen womöglich noch ausgedruckt hat, sind 250, aber am Ende hat man nur 5 verstanden und eigentlich sind nur 2 relevant. Und der Rest ist zum Auffüllen, weil man mir sonst nicht abnimmt, ich sei ein Experte in dem Bereich. Eine lange Referenzenliste ist nicht automatisch ein Ausweis für Qualität. Wissen auch Gutachter, die sind sozusagen selber durch diese Schule gegangen. Ja. Also macht es nicht. Fragt euch vielleicht auch mal, ob ihr ein paar Paper rausschmeißen könnt, ohne dass die Qualität eigentlich verringert wird. Und noch ein anderer Tipp. Wenn es irgendwie geht, vermeidet bitte das Wort related. Weil ich habe jetzt mal sehr provokativ dahinter geschrieben, almost everything is related to everything. Was heißt related? Dann wachsen halt diese Referenzlisten. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit. Dritter Punkt, der mir oft auffällt, wenn ich Literature Reviews zur Begutachtung bekomme, da steht dann, ich suche schon mittlerweile am Anfang danach, weil ich sozusagen schon so konditioniert bin, dass Leute schreiben, naja, wir machen das nach Webster und Watson und dann lese ich das. Hitt und Paul Johnson haben gesagt und Devari und Kohli haben dann das gemacht. Ne? Das ist sozusagen autorzentrisch. Aber schreibt konzeptzentrisch, dass ihr also sagt, naja, zum Total Shareholder Return gibt es folgende Aussage. Zu Stock Market Reactions und ihrem Einfluss gibt es folgende Aussagen. Ja, das ist sozusagen so diese konzeptzentrische Darstellung. Zweiter Punkt, was man oft findet, ist das, was ihr hier seht. Da steht dann wie Reference the Work of und so weiter. So, jetzt lest ihr euch das durch. Was macht ihr mit dem Satz? Eigentlich nicht viel. Ne? Ihr seht, da gibt es noch ein paar Quellen, die könnte ich mir mal angucken. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht zitiere ich die nur, um mehr Referenzen zu haben. Was die Autoren eigentlich damit schreiben ist, naja, schaut es doch selber nach. Will ich an der Stelle nicht herausfinden. Das Empfinden, also einige überlesen das, andere, darum warne ich davor, andere Gutachter lesen das als implizite Provokation. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich versuche mich dann auch ein bisschen runterzufahren und zu sagen, jetzt sozusagen, lies das nochmal in Ruhe. Aber Vorsicht mit dem Begriff wie Reference the Work. Ja, sondern erklärt, was wird denn in der Quelle eigentlich gemacht? Manchmal sind weniger Quellen auch mehr. Ja, also hier zum Beispiel, dass man sagt, Mann und David haben Folgendes zum Produktivitätsparadoxon gefunden und so weiter. Nicht immer, aber manchmal hilft Folgendes, dass ihr, wenn ihr über ein sehr praxisrelevantes Thema schreibt, auch mal mit einem Praktiker redet. Das geht auch per Telefoninterview.
Das hilft. Selbst wenn man das nicht in die Arbeit integriert und nicht schreibt, ich habe hier folgenden Praktiker interviewt, die weisen einen manchmal schon auf Konzepte hin, die wichtig sind, die man überhaupt nicht auf dem Radar hat. Und in vielen Papern glaube ich herauslesen zu können, ob die Leute sich nur mit Literatur beschäftigt haben oder auch schon mal mit Praktikern gesprochen haben. Darum, und das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke, greift ruhig auch mal auf Literatur zurück, wie sie zum Beispiel im Sloan Management Review stehen, MIT Review und so weiter, wo es wirklich, oder bei auf Paper, die in MIS Quarterly Executed publiziert worden sind. Ja, die haben nämlich genau diesen Duktus sozusagen. Also die kann man durchaus auch heranziehen und lesen. Das hatte früher Gültigkeit, hat auch heute noch Gültigkeit und vermutlich für alle Zeiten. Beratet nicht im eigenen Saft. In meiner Arbeitsgruppe mache ich es so, ich versuche von Anfang an Leute mindestens in Tandems zu integrieren, indem ich versuche, auch standortübergreifend meine Leute zu vernetzen, dass sie mal hinfahren, mit anderen Doktoranden zusammenarbeiten, denn da profitiert man in ganz unterschiedlicher Hinsicht von. Also bitte nicht sich einschließen, auch wenn es in Corona-Zeiten schwer ist, und nur auf den Bildschirm starren. Das macht oft nicht klüger. Und früher war es ja vielleicht so, aber wie ihr seht, Till und ich haben gar keinen Bart. Und der Bart nimmt allgemein ab bei Professoren. Also ich habe gerade die jüngere Generation als sehr zugänglich erlebt. Fragt mal Kollegen, also auf Senior Scholars, fragt den Betreuer, ob ihr sie mal anschreiben könnt. Im Übrigen wird in der angelsächsischen Welt ein Prozedere gepflegt, das ich richtig gut finde, das wir in Deutschland meines Erachtens sehr selten machen. Das ist das der Friendly Reviews. Wir haben im Moment, also oft ist ja so in Deutschland, wir haben unsere Arbeitsgruppen und andere behelligen wir nicht damit. Und dann fragen wir doch mal einen Kollegen, der ist Co-Autor, aber wir beraten in unserem eigenen Sachen. Und damit reichen wir das Ding ein. Und ich mache jetzt schon längere Zeit was mit den Kollegen an der HEC in Montreal. Da sitzen Guy Paré, also noch sozusagen einige andere Personen, die in den angelsächsischen Journals veröffentlichen. Die haben einen institutionalisierten Prozess der Friendly Reviews. Wir haben jetzt ein Paper zu Theory Building, das ist da durch einen Workshop gegangen. Und jetzt wurde sozusagen der Inner Circle, der wurde kontaktiert von den üblichen Verdächtigen, die immer wieder Editors sind, Gutachter sind, und denen wird das zu einem Friendly Review geschickt. Das kostet Zeit, lohnt sich. Und mir ist natürlich klar, dass man das jetzt so als Promovent, dass man da nicht einfach mal an die Senior Editors herantritt und sagt, bitte liest ihr das mal durch. Aber sprecht euren Betreuer an. Und von solchen Zirkel profitieren wir wirklich enorm. Da kann man eine Menge Zeit sparen. Das vielleicht nur am Rande noch. Wir haben uns ganz riesig gefreut, dass du hier virtuell vorbeigekommen bist. Ich glaube, es war super, super hilfreich und auch und deine Common Mistakes und Lessons Learned, die sind natürlich Gold wert. Vielen, vielen lieben Dank, Guido, und Tschüss. bis dahin. Ciao. Tschüss, danke.